Mein Name ist Chris Grant. Ich komme ursprünglich aus New York. Ich bin 24 Jahre alt und ich bin Softwareentwickler in Berlin. Also ich bin aktuell bei Klarna angestellt. Ich mache Websites und Apps und die Backend-Services, die Apps und Websites unterstützt. Manche Leute denken, dass Programmieren sehr mehr an Mathematik ist, aber es ist mehr eine Art von Kunst, finde ich. Und ich liebe dass man außer nichts von seinen eigenen Gedanken und seinen Händen irgendwas Cooles machen kann. Ich habe mit Programmieren angefangen, als ich 11 war. Ich war an der Duke Universität in North Carolina, habe da einen Bachelor in Informatik gemacht. Als ich die Uni angefangen habe, dachte ich mir schon, dass ich im Ausland irgendwo studieren wollte. Und ich dachte mir, ich kenne gar nichts über Berlin, gar nichts über Deutschland, vielleicht macht es Spaß und hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. 2020, direkt nach seinem Abschluss, kam er nach Berlin zurück, auch der Liebe wegen. Er ist erfolgreich in seinem Job. Als Softwareentwickler arbeitet er mittlerweile überwiegend im Homeoffice in seinem Apartment in Berlin-Mitte. Ich habe angefangen zu Hause zu arbeiten und jetzt mache ich es weiter, weil es hat mir sehr gut gefallen. Sein Arbeitstag ist abwechslungsreich. Neue Features programmieren, Bugs, also Fehler beheben, dazwischen Videomeetings, um über Workflows, To-Dos und Probleme zu sprechen. The new change that we wanted to do and the designers are still unsure if that'll be the right thing for the user. Unser Team ist sehr international, also wir arbeiten in der Regel auf Englisch. Ich habe sehr gut Kontakt mit meinen Kollegen, weil wir haben immer Coffee-Chats, wo wir einfach einen Kaffee machen und sitzen für 15, 20 Minuten einfach reden über Leben und sowas. Und das hilft, das Team besser zu kennen. Ich finde auch in Deutschland, Leute sind mehr direkt. Wenn ich Feedback bekomme über meine Arbeit, es ist sehr direkt und das hilft mir, meine Arbeit zu verbessern. Also ich finde die Klimat hier sehr angenehm. Kulturelle Missverständnisse gibt es selten, sagt er. Dazu seien sich die USA und Deutschland doch zu ähnlich. Jedoch... Also ich habe mit der Bürokratie in Deutschland viel Erlebnis und es ist manchmal sehr schwierig. Insbesondere wenn man eine Firma gründen möchte oder man hat einen Brief von Finanzamt bekommen und herausfinden, was da abgeht. Meine Deutsch ist nicht das Gelbe von Ei, man könnte sagen. Und manchmal, du hast ein Problem und du willst es klären. Es ist manchmal viel schwieriger. Chris hat Deutsch während seines Auslandsjahres an der Berliner Uni gelernt und durch eine Gastfamilie. Ich habe mit einer älteren Frau in Moabit gewohnt und sie hat mir so viel beigebracht. Und nicht nur das Sprache, aber auch deutsche kulturelle Sachen. Also Sonntagsfrühstück, dass man frühmorgens Brötchen holt und Tagesschau zu gucken. Und es hat meine Sprache so viel verbessert, als was man in die Kurse gelernt hat. Für ihn ist es wichtig, Deutsch zu sprechen, auch wenn er die Sprache beruflich und privat nicht unbedingt braucht. Mein Freundeskreis ist sehr gemischt aus Leuten, die aus Berlin kommen oder aus Deutschland und Leute, die aus den Staaten kommen oder aus irgendwo in Europa. Aber ich denke, dass wenn man zu einem anderen Land geht, eine der besten Erfahrungen man haben kann, ist eine andere Kultur zu erleben. Und ich finde, dass Kulturen und Sprachen sind so aneinander verbunden, dass man kann nicht die deutsche Kultur wirklich verstehen, ohne die Sprache zu sprechen. Der Unterschied zwischen Deutschland und den Staaten ist, dass in den Staaten Leute leben zu arbeiten und nicht arbeiten zu leben. Und ich finde, in Deutschland ist es umgekehrt. Und das hat mir sehr gefallen, persönlich, weil ich mag meine Arbeit sehr gerne, aber ich mag den Rest meines Lebens auch sehr gerne.